Der Sommer und der Bodensee. Das passt einfach. Sommer, Sonne, Leichtigkeit. Und dazu die perfekte Kulisse. Wir feiern einfach den Sommer. Und zwar hier am wunderschönen Bodensee. Bestes Sommerwetter, doch seit Tagen kein Wind. Und das ausgerechnet zur Segel-Weltmeisterschaft in Bregenz. Geht's jetzt los, weil jemand gerade... Ja. Okay, das heißt, die Bedingungen sind jetzt einigermaßen da, oder? Er will es versuchen und wir müssen natürlich alles mitnehmen, was geht. Wir sind schon eher spät dran Ja. und jetzt werden wir sehen, es wird sicher leicht. Was heißt spät dran? Es ist jetzt 6:59 Uhr. Tag 3 und noch keine einzige Wettfahrt. Also den ganzen Morgen wurde jetzt gewartet, wirklich sehnsüchtig wurde auf den Bodensee geschaut und gehofft, dass einfach die Bedingungen stimmen. Jetzt scheint es offenbar zu funktionieren. Das heißt, also wir hoffen einfach mal, wir drücken die Daumen. So, das ist unser Team. Irgendwann muss doch der Wind kommen. Und tatsächlich. So, weiter. Oh, jetzt geht's los. Wolfgang, hast du noch Beistand? Hallo Johannes Zenglein, grüß dich. Warte ab, hat mir gerade einen Beistand gegeben. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe Sie gesehen, dachte, Sie haben jetzt für den Wind gesorgt von oben. Gott sei Dank kann ich das Wetter nicht machen. Der Yachtclub Bregenz empfängt die schönsten Segelyachten der Welt. Wie entspannt die Jungs da noch drauf sitzen. Es ist eine Weltmeisterschaft der legendären Achter. Eine der elegantesten und traditionsreichsten Bootsklassen im Segelsport. Jetzt geht's los. Was passiert denn jetzt auf dem Boot? Jetzt wird beobachtet. Ha? Es gibt einen Steuermann, der schaut, dass er die Geschwindigkeit im Boot hält. Der hat eigentlich die Verantwortung, dass er nur schnell fährt. Und dann gibt es einen quasi Taktiker, der beobachtet, der schaut, wo hat es Windstriche, wie reagieren die anderen Boote, wie können wir uns irgendwo in eine Lücke hineinschließen. Die Jungs haben sich da vorne schon abgesetzt, oder? Die Italiener ausgezeichnet, Ja. die haben einen tollen Start gehabt, sind jetzt auch wirklich gut weggekommen. Suchen jetzt auch ihr Glück da Richtung Bregenz. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Der Wolfgang ist die ganze Zeit am Handy. Ja. Irgendwie werden auch alle langsamer. Wolfgang, ist irgendwas oder Es wurde schon bereits abgeschossen. wie abgeschossen? Was? Die Wettfahrt wurde abgeschossen. Es ist vorbei. Weil der Wind wirklich hier fertig ist. Das ist ja wahnsinnig ärgerlich jetzt, oder? Ja, Ich klar. meine, Sie fahren jetzt ja auch schon, glaube ich, über eine Stunde. Ja. Und es ist keine Wertung, nichts. Also auch wenn keine du gut Wertung. performt hast, das ist... Vergessen. Es ist Also- wie überall. Einmal gut, einmal weniger gut. Ich muss sagen, ich habe von Wind keine Ahnung. Aber was ich beurteilen kann, bitte mal umschauen. Das ist traumhaft schön. Guck dir das Revier an. Wir sind rund um den Bodensee unterwegs. In Österreich, in der Schweiz und in Deutschland. In Romanshorn probieren wir eine neue Wassersportart aus. Feiern das schwedische Mitsommerfest auf der Blumeninsel Mainau und kochen am Strand von Immenstaad mit regionalen Zutaten. Und wir erkunden die Pfahlbauten in Unteruldingen. Aber erstmal bleiben wir in Bregenz. Das ist eine Welt für sich. Das Strandbad Milli, geliebt für seine einzigartige Atmosphäre. Badefreuden wie vor 200 Jahren. Ja, herzlich willkommen auf der Milli.
im Bad der Bäder am Bodensee. Das sind für dich hier so der Gang über die Brücke, das sind so besondere Schritte, oder? Wenn du den ersten Schritt machst hier, lässt du alles hinter dir, was dich am Tag verrückt gemacht hat. Egal wie viel du gearbeitet hast, ob du Ärger hattest, gehst über die Brücke und es bleibt alles hinter dir. Oh Gott. Und mit dem Sprung im Wasser bist du sowieso ein neuer Mensch. Hallo, morgen. Morgen, Dieter. Servus. Und bei dir kann man sagen, die Milli ist im Grunde dein zweites Zuhause. Die Sommerresidenz für viele. Ist es Die so Milli echt? ist unsere Sommerresidenz. Ja, die Milli ist wirklich tatsächlich die Sommerresidenz. Und irgendwann mit so einem Alter kommt man auch drauf, dass es stupide ist, im Sommer wegzufahren. Weil egal, ob es hier 30 Grad hat, dann schwitzen die bei 45 Grad in Griechenland oder Italien. Das heißt, wenn man schlau ist und nicht muss der Kinder wegen, verschiebt man irgendwann das Wegfahren auf vor oder nach der Milli-Zeit. Das heißt, wenn die Sonne so knallt, dann bist du, Ja. dann findet man dich hier. Ja? Ja, hier findet man alle. Ach ja, der Duft von Sonnencreme, von alten Holzplanken. In der Milli fühlt sich der Sommer noch richtig nach Sommer an. Ich bin hier aufgewachsen. Das ist das beste Bad, wirklich. Man kann es nur empfehlen. Nicht jedem, weil dann wird es zu voll, oder? Ja. Aber den Guten. Ich bin seit 30 Jahren hier Stammgast. Und das ist mein zweites Wohnzimmer sozusagen. Ja. Ja. Und das Wichtigste ist da draußen, das ist der Drachenfels, wo die Damen Karten spielen. Das ist da die lange Bank unterm Schirm. Das, Ach, da vorne. Ja. das nennt sich Drachenfels. Gehen wir mal zum Drachenfelsen. Ja. Aha. Guten Morgen. Morgen, hallo. Morgen. Mir wurde gerade von da vorne erzählt, das sei der Drachenfelsen. Ja. Aber das konnte ich ja fast nicht glauben jetzt. Die Drachen werden immer jünger. Das hat man früher so genannt, Ja. weil da die älteren Damen saßen. Und wenn die Jungen da hineingesprungen sind, dann hat es heraufgespritzt. Und das mochten die älteren Damen nicht. Dann wurde geschimpft. Und dann haben sie geschumpfen. Und dann waren das die alten Drachen. Die alten Drachen, die um Karten gespielt haben und geschimpft haben. Ja, ja. Wir sind die Nachfolger der alten Drachen. Die Milli wurde übrigens einst fürs Militär gebaut, daher der Name. Heute ist das Strandbad Sommerlieblingsplatz für alle die, die es beim Baden nostalgisch mögen. Es war schon meine Kinderresidenz. Toll. Und das heißt, du bist hier als Kind schon in Badehose rumgesprungen? Ja. Er hat sich nie geschämt. Oder ohne. Das bitte rausschneiden. Was würdet ihr sagen, was macht die Milli für euch aus? Was macht so besonders? Dass man direkt ins Wasser kann und dass man meistens ganz liebe Leute um sich hat. Und keine Gastro. Stimmt, es gibt ja hier keine Pommes und nichts, gell? Nichts, wunderbar. Trinken kann oder so. Ja. Oder selber mit. Selber mitbringen? Ja. Was gibt's denn? Weinchen? Sekt. Sektchen, Aber okay. das ist nur, weil wir uns halt zufällig sehen. Ja, Entschuldigung. So, und? Wo ist er? Wo ist er hingefallen? Oh, ich habe ihn, warte. Nicht in den Bodensee. Ich muss mich noch dran gewöhnen, mit dir im Freibad zu sein, weil für mich Freibad, Seebad, das ist immer so lapprige Pommes mit Ketchup und Mayo. Jetzt bin ich hier mit dir und trinke Prosecco. Ja, und am Mittag wirst du dann sehen, was hier aufgetischt wird. Weit weg vom Wahnsinn. Pommes. Cheers. Zum Wohl. Cheers. Vielen Dank, dass du mich heute mitgenommen hast. Ja, gerne. Und ich mal so eintauchen durfte in eure Ja. Community. Cheers. Apropos eintauchen. Springst noch ins Wasser? Natürlich. Wir machen noch ein Entchen, oder? Ja, So, wir natürlich. trinken kurz und dann geht's ins Genau. kühle Nass. Aber es ist andere, wir kümmern uns erst um das andere kühle Nass. Und wenn man Müllers kommen sieht, singt groß und klein das Badelied. Guck mal, das ist die Milli. Und gleich gegenüber die Bühne für die ganz großen Gefühle.
Kein Sommer am Bodensee ohne Bregenzer Festspiele. Ja, jetzt haben endlich die Proben angefangen und wir sind endlich fertig. Und das ist dieser berühmte Spiegel, mit dem ihr da arbeitet, oder? Genau, also das ist diese Spiegelwand, die das Regie-Team für La Traviata entworfen hat. Weil da geht es ja um eine junge Frau, Kurtisane, Prostituierte in Paris. Und ihre Schönheit ist alles, was sie hat, aber eigentlich sucht sie die große Liebe. Und sie schaut dann irgendwann in einen Spiegel und erkennt, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Und dieser Spiegel zerbricht. Und diesen Moment will der Bühnenbildner mit dem festhalten. Jetzt sieht man das noch mal von hinten. Das ist ja eine wahnsinnige Holzkonstruktion. Ja, das ist eine riesen Holzkonstruktion. Also vor ein paar Jahren hätte man das noch schwarz angemalt. Aber wir müssen auch ein bisschen sparen im Moment. Deswegen hat man gesagt, ist ja egal, wir lassen es so verwittern, wie es ist. Und dann kommt es eh wieder weg. Genau, weil ihr habt ja diesen 2-Jahresturnus, oder? Genau, genau. Ja, weil der Rauftag auch einen schönen Blick über den See insgesamt. Wäre theoretisch die Anforderung an die Sänger ist ein bisschen eine andere wie jetzt an irgendwelche Superstars in einem Opernhaus. Also die müssen wissen, dass sie einfach sich ganz auf Wetter, auf Wasser einlassen müssen. Also teilweise werden sie nass. Nur nicht, wenn es gewittert, oder? Genau. Fühlen, so wie die hier wirklich rauskommen. Also das ist jetzt der Blick, den die Leute hier auch auf das Auditorium haben. Also das ist schon eine wahnsinnige Kulisse, oder? Also man muss auch sagen, wenn man mit Leuten redet, die schon mal hier waren, dann schwärmen sie eigentlich immer, auch die Sängerinnen natürlich, von diesem Blick auf diese knapp 7.000 Leute, die sie von hier haben. Also es hat schon was am Abend. Darf man noch ein paar Meter machen, oder ist? Doch, ich glaube schon, wir dürfen. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Jetzt versteht man doch erstmal diese Spiegelkonstruktion. Auch diese Kanten schauen natürlich, das ist Plexiglas, aber schaut natürlich wirklich täuschend echt aus. Ach, was. Da habe ich jetzt gerade dran oben gearbeitet, deswegen auch die Vollmontur. Also, ja, du bist voll ja, weil da oben ist kein Geländer und da müssen wir natürlich darauf achten, auf dass die Schauspieler mit der Absturzkante gesichert sind und wir selber auch im Oberen arbeiten. Ja. Und da gibt es auch Sicherheitsunterweisungen, auch für die Schauspieler, weil nicht jeder von denen hat schon Höhenerfahrung. Aber ich muss sagen, unsere zwei, die wir dieses Jahr betreuen, also sie sind beide total lieb und top. Die sind fit. Also der eine kam da rauf, hat sich gleich mal auf den Stuhl gesetzt und die Aussicht genossen. Und man dachte, alles gut. Gut, der passt ja her. Der fühlt sich wohl hier, ja, genau. Hat das sogar ein Geländer? Das hat oben ein Geländer. Das ist ja ein richtiges Glasgeländer. Ja, also dort müssen wir Personen nicht sichern, weil da genug Geländer vorhanden ist, ja. Ja, ist schon beeindruckend, oder? Das ist gut. Du hast das wahrscheinlich schon 100-mal gesehen, aber du findest es auch ein bisschen gut, oder? Ja, du findest es auch cool, ja. Ach, Wahnsinn. In diesem Jahr gibt es ja La Traviata. Ja, was genau. waren so dein Highlight die letzten Jahre? Also die letzten Jahre, angefangen von vor 2 Jahren, war das der Freischütz, der wirklich ganz anders aussah. Also es war ein winterliches Bühnenbild, das war der Freischütz. Dann hatten wir vor 4 Jahren, war Madame Butterfly, ganz was anderes, sah ein bisschen aus wie die La Traviata, auch ein großes Blatt Papier, das sich im Bodensee mehr oder weniger verfangen hat. Dann gab es einen großen, riesigen Kopf von Rigoletto, also diesen Clownskopf, der sich bewegen konnte. Es ist endlos irgendwie jetzt fast schon die Menge an verschiedenen Bühnenbildern, die wir hatten. Das ist ja immer so ein spezielles Labyrinth, was man jede 2 Jahre neu lernen muss, über welche Stiege man wohin kommt. Also ich habe vorhin mit einem halben Ohr gehört, dass es für dieses Jahr sind alle Tickets weg. Ja, und wir waren echt selber auch, man muss wirklich sagen, wir waren selber überwältigt, ja. Weil, also wir sind schon gut verkauft immer, aber dieses Interesse an Traviata war unglaublich. Zurück bei der Segel-Weltmeisterschaft. Endlich Wind in den Segeln. Nach langer Flaute laufen die ersten Wettfahrten der legendären Achtersegelklasse. Wunderschön sieht das aus. Und auch Wolfgang wäre am liebsten an Bord bei seinem Team aus Österreich. Wo ist denn dein Team? Ja, mein Team ist leider etwas in den Sumpf gefahren. In den Sumpf? Sehr weit hinten.
mit den Klassikern. Das ist, weil du bei uns bist. Ja, genau. Ich hoffe, dass das der Grund ist. Und fertig. Bravo. Wer ist der Erste drin? Ist das ein deutsches Team oder wer? Das ist ein deutsches Team, ja. Yeah. Unser Team quasi. Und also unser Team ist leider etwas nach hinten gerutscht. Das wird irgendwo an 14., 15. Stelle sein, würde ich jetzt mal schätzen. Dürfen wir einmal zu euch? Ja, Glückwunsch zu den Fahrten heute, gell? Glückwunsch. Danke, danke. Jetzt sieht man das erstmal, das Schmuckstück von der Nähe. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt, wenn man drauf sitzt, ich muss sagen, es ist noch viel beeindruckender. Ihr habt ja eines der älteren Boote, oder? Ja, genau. Also es ist 1922 gebaut worden in Norwegen und ist dann 1924 die Olympischen Spiele in Paris gesegelt. Das ist ein Olympiasieger. Ja, wirklich? Ja, ja. Ach, es ist ein Traum. Also wir bleiben auch am Bodensee, wir tauschen aber den Untersatz und erleben den Bodensee noch mal ein bisschen anders. Dieser Trendsport erobert den Bodensee. Get ready for it. Get ready for it. Get ready for it. Yeah, this is it. Go! Go! Yeah, this is it. Ey, das ist mit Abstand die lässigste Sportart, die ich jemals gesehen habe. Das ist ja verrückt. Ja, war jetzt richtig geil, ja. Ey, das ist ja krass. Und ich muss sagen, wenn man sich umguckt, ey, man fragt sich wirklich, sind wir am Bodensee oder sind wir in der Karibik? Ist das Wasser immer so türkis? Ja, beim Bodensee immer, ja. Boah, das ist Wahnsinn. Echt. Aber ganz kurz mal, damit ich das verstehe bei diesem Wakesurfen. Wo kommt die Welle her? Also irgendwie unter des Bootes oder also? Ja, genau. Also das Boot ist ein spezielles Wassersportboot und dann kreiert das dann die Welle auf einer Seite. Und das heißt, man kann weder links die Welle haben oder rechts die Welle? Genau. Und du bist jetzt seit wie vielen Jahren Wake-Surf-Profi? Also mir war auch diese Sportart neu, ja? Genau, also ja, seit 5 Jahren bin ich jetzt in der Profiliga. Genau, auch schon 2-mal Europameister geworden. Und geben wir immer wieder an Wettkämpfe, auch international. Ja. Also 2-mal Europameister. Der Mann ist einer der 5 besten Wake-Surfer der Welt, oder? Ja, das ist korrekt. Ja. Wahnsinn. Get ready for it. Get ready for it. Yeah, this is it. Auch Rachie ist Profi und fährt internationale Wettbewerbe. Du surfst jetzt seit wie lange? Schon 10 Jahre jetzt mittlerweile. Ach, Wahnsinn. Ja. Was würdet ihr sagen, wie lange dauert es, bis man auf dem Brett steht? Fangen wir mal entspannt an. Ja, also ich denke, beim ersten Mal ist es das Ziel, dass du aus dem Wasser kommst. Aber dass du dann schon ohne Seil in der Welle fährst, brauchst du wahrscheinlich so 2, 3 Lektionen. Ja, bist du wahnsinnig, auf gar keinen Fall. Aber es gibt auch Leute, bei denen geht es ein bisschen schneller. Ja. Das kommt immer auf. So jemand ist heute nicht an Bord. So jemand ist nicht an Bord. Kann ich ins Wasser? Kann ich es ausprobieren? Ja, let's go. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Okay, let's do this. Nehme ich deine Weste einfach, oder was? Ich glaube, du brauchst ein bisschen... Ja, danke schön. Die Weste passt. Ja, die Weste, du. Die schöner Sixpack hier. Endlich! Ja, das ist unfair. Guck dir den Mann an. Deswegen ziehe ich mein T-Shirt nicht aus. Das ist eine Frechheit. Meine ja, komm, Güte. jetzt mehr surfen, dann siehst du auch so aus. Ja. Einmal Sprung. So sieht super aus. Ich finde auch, dass es super aussieht. Also, jetzt kommt ein bisschen Zug rein. Achtung, bist du bereit? Ja, soll ich die Beine anbinden? Ja, jetzt so. So bleiben. Go, go, go. Rüberschauen. So, wie war's? Erster Versuch. Wieso hast du gesagt, ich soll loslassen? Also, ich erkläre dir das jetzt. Ja. Schau. Beim Start mit beiden Händen, okay? Ja. Aber wenn du dann fährst, musst du die hintere Hand loslassen, damit du dann in einer Linie so mit dem Seil bist. Weil sonst bist du so in der Skier-Position, weißt du was? Kann ich was fragen? Ja. Hey,
meine, ich stand da jetzt wirklich nur ein paar Sekunden auf dem Board. Ja. Mein Körper gibt mir sofort eine Rückmeldung. Ja, also so lässig, wie das aussieht. Du bist ja das nicht gewohnt und da bist du etwas angespannt, da brauchst du auch mehr Kraft. Aber das ist alles Übungssache. Jetzt sei nicht so bescheiden. Ich meine damit, das ist anstrengend, oder? Ja, ist schon Sport, ja. Ja, es ist Sport. Let's go surfing now, everybody surfing now, come on, let's party with me. Come on, let's party. Early in the morning we'll be starting now. Somebody's gonna come along. Jetzt ist das Ziel noch ohne Seil. Congratulations, das hast du echt super gemacht. Aber es liegt auch immer am guten Trainer. Ja, es ist immer Teamwork, oder? Auf jeden Fall, komm her. Absolut. Komm. Von der Schweizer Seite des Bodensees weiter nach Deutschland, auf die Blumeninsel Mainau. Ein idealer Platz im Hochsommer. Und das nicht nur wegen der vielen schönen Blumen. Gräfin Diana zeigt mir die Insel ihrer Familie. Wir genießen ja seit irgendwie Stunden die Sonne und haben festgestellt, wir sind gar nicht so die Sonnenanbeter. Nee, also ich mag die Sonne schon, aber eher so mit 25 Grad, nicht Ja. mit 35. Wobei ich das jetzt hier ideal finde gerade. Ja, mit so einem bisschen kalter Luft, kühle Luft vom See her ist schön. Aber wie ist das? Sie leben jetzt nicht mehr hier auf der Insel, oder? Nein, ich bin mit meinen Geschwistern hier aufgewachsen, bin aber dann nach Konstanz gezogen mit meinen Kindern. Und ist es trotzdem noch so im Sommer so ein Ort, den man besucht? Oder sagt man sich, boah, hier sind so viele Urlauber, so viele Fernsehteams, da habe ich nichts verloren? Nein, also ich komme eigentlich im Sommer auch mindestens einmal die Woche, zweimal die Woche privat auf die Mainau. Ich arbeite ja auch hier, aber auch privat mit meinen Kindern ist einfach schön, auf der Mainau Zeit zu verbringen. Also mal abseits der Blumen, ja? Ja. Diese ganzen Bäume und so, ich finde, das hat auch so was Verwunschenes. Du läufst ums Eck, kommt sowas hier aus dem Nichts. Ja, das ist tatsächlich ein Baum. Das ist nicht mehrere. Das ist ein Baum, der sich immer weiter in den Boden und wieder hochkommt. Wie viele Jahre alt? Die sind das über ist doch, 100 Jahre. oder? Also unser Baumbestand ist weit über 100 Jahre alt. Es ist doch schon so, also wenn ich es richtig verstehe. Ich meine, heute natürlich viele Besucher, aber Sie haben hier früher gespielt, oder? Also das war, Ja, ihr seid hier rumgeflitzt. Wir sind hier aufgewachsen zu fünft und die Mainau war, glaube ich, der tollste Spielplatz, den wir uns vorstellen konnten. Das Wort Hausarrest hat irgendwie auch nicht so richtig viel Sinn gemacht. Du musst mit dem auf der Insel großen bleiben. Schloss. Ja, oder im Schloss. Und ich Ja. meine, ja gut, klar, kein Problem. Wir spielen Verstecken, wir spielen Fangi, ist gar kein Thema. Insofern, ich glaube, die Mainau war einer der schönsten Plätze zum Aufwachsen für meine Geschwister und mich. Und ich glaube, es gibt keinen Baum, auf den wir nicht geklettert sind. Deswegen, ja, eine wunderschöne Kindheit. Bester Spielplatz, den man sich denken kann. Die Wurzeln der gräflichen Familie Bernadotte liegen in Schweden. Die Insel Mainau feiert den Sommer daher auf ganz besondere Weise mit einem großen Mitsommerfest. Eine der Hauptattraktionen: Blumenkränze binden für den Tanz unter dem Mitsommerbaum. So, Ja. und jetzt doppelt. Jo. Du machst es jetzt über deinen Hut? Ja, der Oh Gott, ich habe die Gräfin geduzt, Entschuldigung. Das ist voll Oh okay. Gott. Das habe ich mich sowieso gefragt. Sage ich eigentlich Frau Gräfin oder Das Frau muss nicht Diana sein. oder Frau von Mainau? Oder? Nein, also Frau Diana und Frau von Mainau bitte nicht. Aber also Gräfin Diana ist okay, Diana ist okay. Ehrlich? Ja, ich höre auf alles. Also das ist total okay. Also ich hätte gern noch ein bisschen Farbe im Kranz, glaube ich. Was willst du haben? Schneide ich dir ab? Auch von allem so ein bisschen. Weil in Schweden ist es tatsächlich so, dass man Wildblumen sammelt. Es sollten 7 verschiedene Sorten sein. Man sollte währenddessen nicht reden.
Und dann kommen die, wenn der Kranz fertig ist, kommt der bei Nacht und das Kopfkissen. Und man sagt, dass die jungen Mädchen, die noch nicht verheiratet sind, dann in dieser Nacht von ihrem zukünftigen Ehemann träumen. Das ist die Tradition mit den Kränzebinden. Aber sag mal, ihr feiert jedes Jahr ein Mitsommerfest hier, oder? Wir feiern jedes Jahr Mittsommer, nicht immer so ausgiebig, aber Mittsommer sollte schon gefeiert werden. Das ist für die Schweden eigentlich wichtiger als Weihnachten. Also ganz ehrlich, wie soll ich das binden? Ja, mir wurde ja, ich habe keine Anweisung bekommen. Du hast gesagt, schneid's ab, habe ich's abgeschnitten. Ja, ich weiß nicht, was hier, also wirklich. So, ich hole jetzt noch mal Pink. Ich hole noch mal Pink. Sind die das jetzt hier? Ja. Über den Hund. Ja. Mal, das ist der Profikranz. Meinen haben die Mädels auch total schön gemacht. Ja. Merkt man arg, dass ich früher in der Floristik gearbeitet habe? Nein, also wirklich, das Sorry. ist... so, ich tanze jetzt um den Baum. Viel Spaß. Dankeschön. Små grodorna är lustiga att se. Små grodorna är lustiga att se. Ej öron, ej svansar hava de. Ej öron. Sommergefühle auf Schwedisch. Jag wünsche, wenn ihr den gleichen Dienst noch einmal machen. Auf Shoppingtour mit Mario. Koch, Buchautor und kulinarischer Botschafter von Biohöfen am Bodensee. Wir haben heute einen guten Tag vor uns. Ja. Ja, was machen wir alles? Auf jeden Fall, also kochen auf jeden Fall, ne? Aber zuerst einkaufen. Was müssen wir denn Bäckerei. Was wir einkaufen müssen? Ja. Also ich weiß ja gar nicht, was gekocht wird. Das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ach, so wissen wir noch nicht? Okay, gut. Also so ein bisschen einen groben Plan habe ich schon. Ja, das beruhigt mich. Genau, aber ich koche ja sehr intuitiv, ne? Also mit dem, was da ist. Und im Prinzip will ich die Leute für das Kühlschrankprinzip begeistern. Gucken, was drin ist. Und das Gleiche machen wir jetzt heute auch, dass wir auf den Hof fahren, da den großen Kühlschrank aufmachen. Wir gucken, was da ist, was quasi verfügbar ist und daraus zauberst du was. Ich bin echt gespannt, echt gespannt, wirklich. Marios Motto: weg vom Überfluss, zurück zum Ursprung. Früher war er in der Sterneküche unterwegs. Heute kocht er lieber spontan, ohne Rezeptbuch, mit Lebensmitteln, die vor der Haustür wachsen. Wie hier auf dem Hofgut Rimpertsweiler. Was brauchen wir denn jetzt, Mario? Also ich finde, was Erfrischendes, Knackiges wie Gurke wäre schon toll, ne? Ja, auf jeden Fall. So ein Gürkchen direkt vom Strauch. Frischer geht's nicht. Darf ich in so eine Snackgurke reinbeißen? Geht das? Echt? Kann man die einfach hier so? Nee, mal schneiden. Jetzt darf ich einfach? Echt? Reinbeißen. Sind herrlich. Oh, die ist super. Das sind die besten Gurken der Welt hier. Vielen Dank. Die beste Gurke der Welt. Also was nimmst du noch mit jetzt? Ich nehme Salbeiblüten mit. Wenn die jetzt gerade so rauswachsen. Das ist ja so ein bisschen der mediterrane Einschlag halt einfach. Möchtest du? Ist ja einfach schön dankbar, was die Natur jetzt gerade so hergibt. Ne? Und Blüten finde ich halt immer nur dann spannend, wenn sie auch wirklich inhaltlichen Nutzen haben. Und dein Grundcredo ist im Grunde, es wird genommen, was da ist quasi. Genau, ich sage immer, mein Leitsatz ist, was es gibt und was uns umgibt. Aha. Und kommt gute Energie rein, kommt gute Energie raus. Mhm. Das ist so auch ein bisschen Leitsatz von mir, wo ich sage, also wenn man es sieht, dann macht es einfach noch viel mehr Spaß zu essen, finde ich. Ja. Wir laden jetzt deinen Bus voll. Ja. Sein Wissen über Lebensmittel und seine Liebe zur naturnahen Küche will Mario weitergeben.
auf Kochevents, die er zusammen mit Biohöfen am Bodensee veranstaltet. Ja, dann würden wir uns hier noch die Sachen mitnehmen. Die sind schon bei uns am Hofladen bereitgestellt worden. Heute haben wir aber ein anderes Ziel. Das ist der Bodensee da vorne, oder? Ja, genau. Hinter den Bäumen und so? Man kann ihn schon förmlich riechen. Mann. Mario, vielen Dank, dass du mich mitgenommen hast. Klar. Das heißt, pünktlich, wenn die Arbeit kommt, verabschiede ich mich erstmal. Ja, das ist doch gut. Ich komme dann zum Essen wieder und wir lernen dann auch deine Kochhexe kennen. Oder? Genau. Okay, perfekt. Vielen, vielen Dank. Ich habe mir nämlich noch ein ganz besonderes Ausflugsziel vorgenommen. Ich würde sagen, das größte Comeback am Bodensee seit Jahren. Eines der Ausflugsziele am Bodensee. Für viele Jahre war es wegen eines schlimmen Unglücks für die Öffentlichkeit gesperrt. Jetzt ist die beliebte Marienschlucht wieder zugänglich und das ist zu großen Teilen auch Matthias Weckbach zu verdanken. Der ehemalige Bürgermeister von Bodmann-Ludwigshafen hat den Aufbau von Anfang an begleitet. Ich weiß, wann es losgeht, aber jetzt wird's zur Schlucht hier richtig. Jetzt geht's los, genau. Ach, jetzt sehe ich erst, wie sich hier durchschlängelt. Ja. Ach, guck, man sieht das von oben gar nicht. So ganz nach hinten und dann die Kehre nach unten. Das heißt, diese ganze Stahlkonstruktion, also was wir sehen, was sich hier so durchschlängelt, das war vorher alles Holz? War komplett aus Holz und der Weg, der Steg, der sich unten durchgeschlängelt hat, der war auch in der Schlucht, also direkt unten am Schluchtgrund. Es war wirklich toll, aber das Problem ist, es ist halt auf die gefährlichste Stelle, weil egal von welcher Seite es eine Rutschung gibt, ganz unten am Schluchtgrund kommt sie an. Jetzt ist die Steganlage oberhalb der Schlucht und sie ist auch ein bisschen vom Hang abgesetzt. Und 2015 musste alles geschlossen werden, weil tatsächlich 2 Wanderer verunglückt sind. Ja, war ein tragisches Unglück. Es war ein sehr nasses Frühjahr 2015, 6. Mai. Der Regen, es hatte die ganze Nacht geregnet. Der Regen hat aufgehört, die Wanderer haben sich auf den Weg gemacht. Und dann hat sich von hier, das ist jetzt mittlerweile zugewachsen, hat sich die Rutschung nach unten durchgearbeitet. Das sind ja mehrere Tonnen. Und da waren die Wanderer da. Es ist runtergerauscht und hatte so eine Gewalt, dass es 6 Meter auf der anderen Seite hochgerauscht ist. Oh, das muss aber dann ja massiv gewesen sein. Massiv. War tragisch. Und das ist der Grund, warum ihr euch entschieden habt, quasi jetzt weg von der Wand zu bauen, den Weg. Weg von der Wand und von unten mindestens 10 Meter hoch zu sein. Also wir haben das so gemacht, dass wirklich nach menschlichem Ermessen nichts mehr passieren kann. Lohnt sich nach vorne zu laufen? Natürlich. Ist noch schön, okay. Auf jeden Fall. Oh, super. Schulausflug. Hinunter. Viel Spaß. Ah, schön. Super. Für Schulklassen ist das natürlich ideal, weil das kostet ja alles auch nichts. Ja. Hättet ihr auch anders machen können, aber... Wollten wir nicht anders haben. Nee, finde ich gut. Ja, dass man das einfach so sich anschaut. Ja, ja. Und hier, wenn man hier rausschaut, dann sieht man den alten Schluchteingang und rechts oberhalb das Marienbildnis. Wo ist das? Ach, da. Da ging früher die alte Holzsteganlage hoch. Hallo. Hallo. War es schön warm im Wasser. Ist gut. Ja, toll. Ja, richtig warm. Und vor allem sind Sie von oben runtergelaufen? Finde ich ja super. Dann haben Sie es, glaube ich, genau richtig gemacht, oder? Ja, genau. Gute Zeit, gell? Also springen wir auch alle rein. Ja, alle. Oder? Mit Kamera? Alle rein und ganz tief. Das sind gute Tipps. Also du weißt, Matthias, wir haben eine Aufgabe, ja? Ja. Hose runter und mit Anlauf. Mit dem planken Po in den Bodensee. Danke, Matthias, dass du mich da so ein bisschen mitgenommen hast heute. Ja, gerne. Das fand ich total schön. Man merkt, bei all dem, ja, was war und klar, es gab dieses Unglück, aber man merkt richtig, du bist da
Du bist ja mit dem Herzen noch dabei, gell? Ja, wenn man Das ist für dich nicht nur so eine Attraktion. Wenn man diesen Ausblick sieht, wie sich alles öffnet, also das ist es absolut wert. Kannst du Steine flitschen? Wir können es mal Komm, probieren. zeig mal, was du drauf hast. Komm, 3, 2, 1. Was für eine Aussicht! Das Kloster Birnau. Einer der absoluten Lieblingsorte von Achim Mende. Seit 20 Jahren erkundet er mit seiner Kamera den Bodensee. Also, es gibt ja am Bodensee viele tolle Fotografen. Du sollst einer der renommiertesten sein. Ja. Also habe ich gelesen. Was unterscheidet dich von den anderen? Ob das so ist? Sei nicht so bescheiden. Genau. Ja, also es geht schon darum, dass ich gerne vorangehe, Dinge ausprobiere. Das ist also wirklich mein Labor, der Bodensee. Ja. Du experimentierst. Genau, gern, der bietet alles. Also wir haben Jahreszeiten, Wind, Wetter, die Bergsicht, den Sternenhimmel. Da kann ich gar nicht aufhören. Und das ist natürlich toll, wenn immer neue Techniken kommen. Die möchte ich dann ausprobieren und freue mich immer, wenn das einen Aha-Effekt bringt und Vorsprung durch Technik. Genau. Und vor allem bist du nicht nur quasi über dem Wasserpegel, sondern für ein gutes Foto gehst du auch rein, oder? Genau, das ist jetzt tatsächlich neu. Ja. Ich bin kein Taucher, aber irgendwann mit dem Aufkommen neuer Unterwasser-360-Grad-Kameras habe ich mir gedacht, hey, du hast ja total vergessen, dass der Bodensee auch eine Unterwasserwelt hat. Und plötzlich kann ich diese Brücke schlagen. Klar, wenn ich hier stehe und die Drohne losschicke, das kann jeder. Man muss schon den nächsten Schritt gehen und aus der Komfortzone rauskommen, dann hat das eine neue Qualität. Ob Foto oder Video, Achim Mende ist stets auf der Suche nach neuen optischen Welten. Sein jüngstes Projekt, die Pfahlbauten in Unteruldingen. Und dank ihm darf ich sie von einer ganz neuen Perspektive erkunden. Das kribbelt immer so ein bisschen. Das ist manchmal ganz schön schwierig, seinen idealen Drehort zu erreichen, aber das wird dann besser. Gut, aber das ist ja auch so ein bisschen dein Motto, oder? Für das perfekte Bild tust du fast alles, oder? Eins sein mit den Elementen halt, ja. Ja. Sozusagen. Und heute sind wir eins mit dem schlammigen Boden. Genau. Das sind immer so 10 Zentimeter, dann wird's fest. Kämpfen wir uns mal weiter. Als hätte ich hier so eine Fackel in der Hand. Würde hier so durchlaufen. Und werden mal hier die Kamera positionieren. Entlastet mich dann mal. Was möchtest du denn jetzt für ein Foto machen, Achim, dass ich das verstehe? Okay. Zunächst geht es um den Einbaum hier unten. Der hier unten im Wasser liegt. Da unten liegt so ein langer Einbaum. Okay. Genau. So, dann gibst du mir mal diese 360 Grad Unterwasser-Aufnahmetechnik. Ja. Wir haben ja auch so einen Dom quasi, dass man halb unter und über Wasser filmen kann. Und das Ganze ist an einem Teleskopstab befestigt. Und hier liegt eben ein Einbaum aus dieser Zeit, der Bronzezeit, Bewohner. Und das ist jetzt der besondere Punkt. Ohne dass ich einen Tauchanzug brauche, Ausrüstung und so weiter, kann ich das an die Objekte heranführen. Und dann kann man natürlich ohne großen Aufwand geschickt Unterwasserarchäologie durchführen. Das Credo ist auf jeden Fall, fotografisches Neuland zu betreten. Immer vorne voranzugehen und neue Perspektiven zu erschließen. Und wenn man sich das hier anschaut, dann ist es gerade noch am Weinbaum, taucht dann auf, zieht dann hier rauf, ist oben bei den Besuchern zum Beispiel. Da schlägt man eine Brücke quasi halt. Ja? Ja. Und so simpel es ist, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lebendige Geschichte, Dinge neu zu inszenieren. Aber du lebst jetzt hier auch, oder? Genau, ja, ich wohne in Überlingen Ja. und das schon seit 2003 und bin wirklich an einem der schönsten Orte, die man sich vorstellen kann. Ja, also ich habe mir immer gedacht, wenn ich in die Vereinigten Staaten geflogen bin, in Denver gelandet, da sieht man die Rocky Mountains, man denkt, das ist ein Weltpanorama.
Das hier ist ein Weltprogramm. Der Bodensee. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Hier ist aber auch Kultur. Das ist ein großartiger Kultur- und Landschaftsraum. Und das ist einfach so, hier haben wir Lebensqualität, wir haben Kultur, wir haben Sicherheit. Einen besseren Ort zu finden, wird wirklich schwer. Ja? Ich habe mir schon Momente erlebt, wo ich mir gedacht habe, ich könnte niederknien und weinen, weil es einfach unfassbar schön ist. Ja? Zurück zu Mario. Er will diesmal am Strand von Immenstaad kochen. Und dank seiner mobilen Open-Air-Küche ist das gar kein Problem. Mario, ich grüße dich. Hallo. Grüß dich. Alles Schön. gut? Ja, bei dir? Oh, ich habe das von da hinten gesehen. Ist das die Küchenhexe? Das ist die Küchenhexe, genau. Was ist das denn für eine Konstruktion hier? Meine Güte. Ja, so intuitives Kochen halt. Ne? So wie nur nicht in der Küche, sondern nach draußen gebracht halt. Ne? Was man bei 38 Grad in der Sonne so macht, ja? Da kann man sich noch mal zusätzlich aufheizen. So wurde früher gekocht und so kochen wir jetzt hier am Bodensee. Was ist das? Und das ist ein alter Schlachtkessel bzw. Waschkessel oder Kartoffeldämpfer. Den sieht man auch oft in der Landwirtschaft. Ja. Jetzt mittlerweile als Blumentopf mehr und den habe ich mir jetzt als asiatischen Dämpfer umfunktioniert. Bisschen Öl. So. Und ich habe ja hier quasi den Gewürzkasten also den Werkzeugkoffer Was als für andere der Gewürzkasten. Werkzeugkoffer. Genau, umfunktioniert. Und das ist ganz praktisch, wenn man so outdoor unterwegs ist. Das finde ich ja so großartig, dass du so pragmatisch bist. Also Werkzeugkoffer ist ja der Gewürzkoffer, weil, das verrätst du immer nicht, aber du warst in der Sterneküche, du hast irgendwie den G7-Gipfel bekocht. Ja. Das ist ja auch eine, also und jetzt stehen wir hier. Ja, ist schon eine Verrückt, Gratwanderung, oder? ja, ist verrückt. Aber weißt du, alles gehört irgendwie zusammen. Ne? Und im Endeffekt koche ich für Menschen, um Menschen glücklich zu machen. Und das machen wir heute jetzt auch, oder? Das ist wie Olivenöl. Das gibt dem halt einfach ein bisschen eine Frische und eine Dichte. Thymian hier. Das riecht einfach unfassbar gut am Bodenseestrand von Immenstaad. Ich glaube, so eine tolle Umgebung hatte ich beim Kochen noch nie. Aber warum kochen wir gerade hier heute? Mein Vater ist ja hier der erste Wohnwagen gewesen mit seinen Eltern damals, der hier überhaupt auf dem Platz war. Da hieß das noch gar nicht Campingplatz, sondern nur Schloss Helmsdorf, was es auch immer noch ist. Aber da waren noch Kühe, also insofern landwirtschaftlicher Betrieb. Und nach kamen dann erst die anderen Wohnwege und wir stehen immer noch hier oben, siehst du den Wohnwagen? Ihr seid direkt am Wasser. Genau. Ach, tatsächlich, seit 60 Jahren oder über 60 Jahren stehen wir jetzt quasi da oben. Und alleine essen wollen wir nicht. Essen ist fertig! Es ist Essenszeit jetzt, oder? Ich frage euch nur, habt ihr Hunger oder nicht? Ja, oder? So, also gut, das will ich hören, alles klar. Es gibt Canapés mit rote Beete-Creme, Frischkäse und Frucht. Hammer. Gigantisch, die Kirsche. Ja? Kannst du dir gar nicht vorstellen. Brutal. Kannst du dir nicht vorstellen. Ist es? Mega. Also keine Warmsuppe? Ganz toll. Echt super. Erfrischende Tomatensuppe mit Bärlauchöl. Gigantisch. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das ist die Maultasche. Mit frischem Gurkensalat und Rettich. Sicher. Bitte schön. Also Mario, ich muss sagen, das ist sowas von lecker. Sehr, sehr geil. Das ist wirklich toll. Du kriegst von mir jetzt einen Applaus. Sind Sie dabei? Ja. Wir machen einen Applaus. Das war so lecker. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, man spricht nicht mit vollem Mund, aber können wir uns darauf einigen, dass das ein ziemlich perfekter Sommertag ist, oder? Definitiv. Und das Schöne ist, Mario, am Bodensee, du hast es eben gesagt, egal wie heiß es ist, ja? Egal wie heiß es ist, egal wie heiß es ist, die Abkühlung. Oh, gehst du mit? Ich geh mit. Gehst du mit? Ich bin mutig, komm mit. Auf geht's. Komm jetzt.
Die Abkühlung, die ist nur ein paar Meter entfernt. Komm, Händchen. Okay. Und bitte!